Leute, heute laufen wir den Mammutmarsch 100 Kilometer in 24 Stunden. Wenn ihr sehen wollt, ob wir im Ziel wieder ankommen oder vorher vom RTW abgeholt werden, bleibt dabei. Willst du filmen? Ja, geh. Einfach nicht mal geschafft, ja, und du machst hier schon einen auf Dicken. Jawohl! Yes! Alter, gib mir mal. Was denn? Wo denn? Nee, T-Shirts, wa? T-Shirt. Und wenn nachher eure Fußsohlen brennen, eure Beine wackeln und jedes Anlaufen und Anhalten euch über die Aufgabe nachdenken lässt, genau dann hält die Mammutmarsch-Familie zusammen. Wir wollen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, dass ihr, wenn Leute seht, die Hilfe brauchen, ihr denen diese Hilfe anbietet, helft euch. Und genau, wir wollen einfach einen Rahmen schaffen, in dem jede und jeder über sich hinauswachsen kann. Scheißegal, wie weit ihr am Ende auch kommt. Die Strecke ist für euch markiert. Der Emil hält euch das Schild gerade hoch. Macht mal einen Applaus für den Emil. Ihr seht schon, gelbe Pfeile. Hier habt ihr auch diese Reflektorenbändchen. Ich sag's auch euch nochmal. Wir hatten ja diesen wunderschönen Männer-Vatertag, was auch immer. Besoffene Horden überall, auch den Grunewäldern und Wäldern dieser Stadt. Also das Sicherste ist, so bleibt euer Navi, euer Komoot oder was auch immer ihr dabei habt. Jetzt will ich euch gar nicht länger aufhalten, denn für euch geht's jetzt auf den ersten Kilometer. Der 100 Kilometer, die gleich vor euch liegen. Macht mal ein bisschen Lärm! Ich sag Mammut, wer sagt Marsch? Mammut! Mammut! Marsch! Ich höre nichts! Mammut! Marsch! Und dann geht's euch los in 5, 4, 3, 2, 1, los Mammut! Die Straße! Let's go! Let's go! Marcel, hier unser Kameramann. Doppelte Aufgabe heute, 100 Kilometer und dann noch filmen. Filmen, gut machst du das. Immer noch in Potsdam, Leute. Aber es läuft, Kameramann hat hier alles im Griff. Macht einen guten Job, fällt gleich in eine Baustelle. Aber Pino vergessen hat zu sagen, das ist wahrscheinlich die anstrengendste Sightseeing-Tour, die man machen kann. Für Potsdam und Berlin. Weil wir sind jetzt Schloss St. Sophie. Gleich in Berlin, in Spandau, nur noch 17 Kilometer. Und dann geht's erst richtig los, würde ich mal behaupten. Oder? Meine ich doch, so langsam fange ich an, auf Betriebstemperatur zu kommen. Ich denke mal noch so 10, 20 Kilometer, dann werde ich warm und dann können wir loslegen, wa? Auf ruhig. Bis dahin, heute. Bis dahin. Ah, die ersten 10 haben wir fast geschafft. Und wir sind aus Potsdam raus und laufen jetzt Richtung, ja, ist das nächste Örtchen hier, Krampnitz, wa? Nach Krampnitz. Und wir sind motiviert, aber zu schnell. Ich versuche die Jungs immer ein bisschen zu bremsen, weil die sind doch etwas zu schnell unterwegs. 10 Kilometer, nicht mal 2 Stunden. Danke, danke. Krampnitz. Oh, es wäre dir fast in den Rücken gelaufen. So, das Wetter schlägt auch wieder um, also ist wieder kurz vor Abbruch. Wieder kurz vor Monsun.
Aber diesmal werden wir uns durchkämpfen, nicht so wie beim letzten Mal. Ja? Diesmal meckert keiner, sagst du. Ja. Ja, Grüße gehen raus an Gaming Panda. Du wirst irgendwo vor uns, bist ja 2 Stunden vorher losgelaufen. Vielleicht sehen wir uns an irgendeiner Station oder vielleicht im Ziel. Schauen wir mal. Wir versuchen auf jeden Fall durchzukommen. Und du auch. So ist es. Rock'n'Roll. Soll ich hinten zumachen? Also die Stimmung ist Bombe, wie ihr seht. Aber richtig gut. Außer bei einem. Dessen Name steht hier hinten drauf. Nein, der filmt gerade. Nee, bei mir ist die Stimmung besser als bei euch beiden. Halt's Maul. Da sieht man, die Stimmung ist nicht so Bombe. Gehen wir mal auch ein. Nein. Hä? Alter! Ich möchte mal jetzt dazu sagen, ja? Wir wollten Ich nicht habe stehen alles, bleiben. besorgt. Essen, Trinken. Florian, brauche ich nicht. Ach, brauche ich nicht. Dann hat er die Hälfte vergessen und jetzt schlaucht er sich bei mir durch. Also mal ganz kurz. Ich wollte eine Regenjacke mitnehmen. Da wurde mir gesagt, das wird nicht regnen, brauchst du nicht. Gut, habe ich zu Hause gelassen. Fahren wir los, fängt es an zu regnen. Dann wollte ich noch irgendwas mitnehmen. Was war das? Mein Poncho. Wurde auch gesagt, brauchst du nicht, nimm dich mit, alles gut. Ja, meine Riege habe ich tatsächlich zu Hause vergessen. Sonst mein Becher habe ich zu Hause vergessen. Aber dadurch, dass der werte Herr, haben wir euch noch gar nicht erzählt, 2 Kilometer weiter wegparken musste und wir kurz vor knapp erst da waren, haben wir kein cooles Bändchen bekommen, kein Buch bekommen. Und da hat uns der werte Feno gerade berichtet, dass wir dann auch nichts zu essen bekommen, weil wir kein Bändchen haben. Also müssen wir jetzt mal hoffen, dass wir trotzdem was bekommen. Und dann wird das schon alles funktionieren, wenn der junge Mann nicht weiter rumheult. Wir waren übrigens die Letzten, die angekommen sind. Ja, mit Abstand. Ja. Und der hat Bock. Richtig Bock, Alter. Richtig Bock. Das sieht gleich richtig aus. Vor allem die Brille ist overdressed, oder? Meine ich Eine doch. Herzensbrille. Und der hat auch noch ein schönes Stirnband, das ist pink. Ja, hol ich raus, hol ich raus. Extra für euch. Hol ich raus. Nicht schlimm. Ah, Einfach nur mal, dass was hier los ist, Alter. Das das ist ist doch Sache. ein Dresscode. Meine ich doch. Das Motivationswunder. So ist es. So, und jetzt heißt es wieder Kilometerproben, wa? Jetzt heißt es mal richtig die Füße in der Hand und Feuer frei, dass wir bis Mitternacht in Potsdam sind. Übrigens, wer das Video von ihm sehen will, Feno, verlinke ich mal unten in unserer Beschreibung. So ist es. 20. 20 geschafft. Yay! Fühlen sie an wie 40. Nur noch 80. Also gleich fertig. Meine der Motivationswunder stimmt irgendwie nicht so ganz. Ja, das Na klar. ist euch mal so. hin. Scheiß Viecher. Da hinten Strandbad Wannsee. Sonnenschein weg. Es regnet ein bisschen. Also wir sind mal wieder, ja schon das zweite Mal jetzt kurz vor monsunartigen Regenfällen. Mit ein bisschen Glück kommen wir da wieder heile durch. Feno hat sich schon seine Regenjacke rausgeholt. Florian kämpft. Ja, er hätte am liebsten schon aufgegeben, aber geht schon weiter durch. Oh, Kacke. Ich hab nicht gefilmt, ey. Jetzt ist der Regenbogen auch fast weg. Toll. Ey, wenn... Mann. Hat irgendwie beim letzten Mal besser geklappt mit euch. Kannst du mal kurz überlegen? Immer muss ich an alle denken. 20 hast du, bei den 50 hast du ja auch schon mit der Technik, oder? Doch. Ja? Ja. Mir war anders, mein Lieber. Wieso? War da nicht irgendwas mit der Powerbank oder der Stecker war nicht richtig drin oder was war da los? Kannst du dich Wie? nicht dran erinnern? Was wollt ihr mir jetzt in die Schuhe schieben? Ja, ich musste den Stecker denn da richtig drin machen. Richtig. Ja, weil das eigentlich deine Kamera ist. Ach so, eigentlich. Also nicht, das ist nicht seine, sondern das ist eine geliehene, meine, seine. Ach so. Das ist gut. Kannst du eigentlich auch vernünftig reden oder ist schon zu viel Blut in der Beine Schon wieder gelaufen? Bieruhr. Ja, schön wäre, wenn es Bieruhr wäre. Wir sind jetzt am 25 Kilometer Punkt.
Beine sind schwer, aber es geht noch. Jetzt mal gucken. Hier ist so eine Verpflegungsstation. Gucken, was sie uns da alles anbieten. So, 30 Kilometer. Habe jetzt das Schild nicht gefilmt. Uns geht's perfekt. Nicht mehr ganz. Außerdem da. Mir geht's immer gut, Leute, ja. Mir auch. Ich kann richtig Feuer. Ich habe ja gesagt, heute bin ich nicht der Erste. Und er jammert auch nicht. Was Nee, schon, ja, noch nicht. was schon. Ja. Maschine. Aber ich glaube, beim letzten Mal bei 30 war er auch noch voll motiviert. Nee. Der Mann fing erst bei 40 an. Nee. Da fing, glaube ich, schon das Heulen an. Ja, Ja. da habe ich schon geheult. Ja, auf jeden Fall 5 Kilometer noch, dann sind wir am Olympiastadion. Da gibt es eine Wurst, ein Bier. Ne, Bier nicht, Nee, aber eine müssen wir Wurst. uns woanders holen. Eine Wurst. Aber dann holen wir uns halt gleich 2. Genau. Ja, berichtet. Und da machen wir dann ein kurzes Päuschen und sehen uns dann gleich wieder. Wir sind jetzt auf der Heerstraße Richtung Olympiastadion. Sind jetzt ungefähr bei Kilometer 33. Darf nicht so laut reden, sonst haut mir Feno aufs Maul, wenn er die Kilometerzahl hört. Ich fühle mich Scheiße. ausgekotzt gerade. Irgendwie so Kilometer 50 ungefähr, das Gefühl habe ich. Ja, Kilometer 38, Verpflegungspunkt. Wir haben jetzt mal eben bei Fenos Freundin die Beine hochgelegt im Auto und ruhen uns jetzt mal ein bisschen aus. Kannst auch erzählen, dass du gerade abgekackt bist. Ja, und als wir gerade beim Essen bestellen waren, ist mir schlecht geworden und wäre ich fast ziemlich schlagen. Ich dachte schon, das Ding hat sich gegessen für mich jetzt. Aber ich werde es weiter probieren. Nächste Station kommt dann bei Kilometer 50, also in 15 Kilometern. Und dann ja, mal sehen, wie es mir da geht. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen und ich hoffe mal, es lag nur daran. Wir haben uns hier auch ein sehr schönes Plätzchen ausgesucht. Da vorne seht ihr das Olympiastadion. Da die Straße zum Olympiastadion. Jetzt werden wir das Bier austrinken und dann geht's weiter. Mal schauen, wie weit uns unsere Beine noch tragen. 35 Kilometer in 7 Stunden waren etwas zu viel Ohne Pause. für mich, ohne Pause. Aber gut, wir werden sehen. Verpflegungsspot lassen wir jetzt hinter uns. Haben ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und jetzt geht's weiter auf die nächsten 15. Der alte Mann braucht ein bisschen länger, aber schafft es trotzdem. Wie man sieht, Mütze ist drauf, Jacke ist an, hier drüben auch. Hier ist nur die Jacke an. Es wird kälter. Dementsprechend dick anziehen, aber durchziehen. Wir sehen uns. 40 Kilometer Marke, Leute. Nur noch 60. Es regnet. Ja, Florian, willst du noch was sagen? Ich höre Musik. Ich habe keinen Bock mehr. Also alles wie immer. Wir sind gleich bei Kilometer 50. Das ist 1 Uhr nachts, oder? 1:30 Uhr. Und willst du sagen oder soll ich sagen? Ich verabschiede mich jetzt. Kopfschmerzen. Hier ist flau im Magen.
Fahrzeug auch schon leicht übergeben. Dementsprechend lasse ich das jetzt an der Stelle sein. Aber wünsche den beiden Jungs natürlich viel Glück, dass die das schaffen. Feno ist noch da. Na sicher. Und ich werde mich auch so weit wie möglich noch versuchen durchzukämpfen. Genau, bis zum Luftschiffhafen. Dafür könnte ich ihn jetzt im Moment in die Schnauze hauen. Für Ja. solche Motivationssprüche. Ja, leider Gottes müssen wir da hin. Da steht ein Auto, Marcel. Ja, ich Ja, weiß. und da ist die Ziellinie und da kriegen wir unsere verdammte Medaille. Ja. Ah ja. Also wir sind gleich Brandenburger Tor und wir melden uns dann, wenn wir da sind. Richtig. 50 Kilometer. Schade, dass Genau. Florian jetzt nicht da ist, aber Ja, echt schade. Aber wir haben erstmal Halbzeit. Sind jetzt hier schön am Reichstag. da hinten ist er. Genau. Wir suchen Und wir jetzt haben einen neuen Weggefährten. Du heißt? Markus, Hallo Markus. wer ist ihr? Du bist der Marcel und ich bin der Feno. Und wenn der ganze Spuk vorbei ist, kannst du den YouTube-Kanal von den beiden abonnieren. Das ist dann Spot the World. Da kommst du dann auch drin vor, solange du Jawohl. bei uns bist. Sehr gut. Falls du nicht gerade krankgeschrieben bist. Nee. Als Student. Oder falls du das nicht willst. Oder genau. Ach, alles gut. Sehr gut. Brandenburger Tor. Da. Wunderschön. Also wir sind jetzt irgendwo bei 53. Schild war zwar bei nicht allzu weit weg, aber irgendwie kann das nicht hinhauen. So, und jetzt geht's eigentlich auf dem Rückweg. Über Tiergarten, Teltow und noch ein paar andere Sachen. Ja. Und Feno ist immer noch dabei, freut sich. Und der andere Kollege ist auch dabei. So, jetzt suchen wir einen Pfeil, wo es lang geht. Aber es wird rechts lang gehen, weil das war 17. Juni, wo wir lang müssen. Bis zum großen Stern und dann geht's in den Tiergarten. Siegessäule, also hinter euch, hinter mir. Dort. Ja, ist nicht angeleuchtet, nicht hell. Kann man leider nicht sehen. Wir waren gerade bei der Station 53 Kilometer und haben eine kurze Pause gemacht von 10 Minuten. Jetzt geht's weiter. Ich hab die Schnauze voll. Jetzt schon. Unser Kollege Also- Markus, der ist auch abgehauen. Ja. Der hat abgebrochen. Genau. Schöne Grüße an der Stelle nochmal. Richtig. Und geht mir so auf den Sack, die ganze Scheiße hier. Ja, ist toll. Das ist toll. Aber hey, jetzt geht's nur noch bergab. Ja, Jetzt können wir rückwärts gehen. jetzt können wir Jetzt geht's rückwärts durch den hier. Tiergarten. Richtig gut. Ja, genau. Wunderbar. Und ich mache jetzt Musik. Also, bis später. Moin. Wir sind irgendwo kurz vor Kilometer Schlag mich tot. Ich wollte euch gerade einen schönen Ausblick von der Brücke zeigen. Da hat die Kamera rumgesponnen. Und ja, zum Kotzen.
Kilometer 60. Kilometer 60 Schild. Was? Alter, oh, rechtzeitig zum Kilometer 60 Schild, aber ich glaube, das haben sie irgendwie 10 Kilometer vorgeschleppt. Weil gefühlt muss das schon die 70 sein oder so. 62. 62, ja. Ich glaube, die stellen die immer weiter später auf, damit die Leute dann noch ein bisschen Ansporn haben. Ja, als Beweis. Fast wie 90, richtig. Der Spruch ist scheiße. Ich weiß nicht, warum ich den ganzen Mist überhaupt mache. Aber egal. Noch kann ich und noch laufe ich weiter. Verpflegungspunkt 3 erfolgreich erledigt. Und wir laufen jetzt weiter, aber wir haben hier noch nette Helfer. Frau, wie heißt du? Veronika? Veronika von den Johannitern, weil Mathesa ist nicht so gut. Super nette Frau, hat uns hier super geholfen mit ganz viel, darf ich jetzt nicht sagen, sonst wird es wieder rausgeschnitten. Hat Spaß gemacht und sie kommt nachher noch nach Potsdam, trinken wir ein Bier, hat sie gesagt. Hast du gesagt? So schaut's aus. Meine ich doch. Also, bis dann. Wir sind gleich bei der 70. Hoffe ich mal. Ja, wir fühlen uns auch gerade wie 70. Reicht nicht. Zeig vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ist egal, dann setze ich mal an. Als ich damals so um die 20 war, habe ich niemals gedacht, dass ich so alt werde. Jetzt bin ich in so einem Alter, wo ich sage, ey, jetzt ist es zu spät, um jung zu sterben. Jetzt ziehe ich die Scheiße bis zum Schluss durch. Und genauso geht es mir heute auch mit diesem Mammutmarsch. Bei 70 Kilometern brauchst du auch nicht mehr aufhören. Das ist völlig ausgedacht. Das zieht man hier bis zum Schluss durch. Und Marcel und ich ziehen das durch. Für Lisa, für Butzi vor allem, für Markus und sein Kumpel aus Stralsund. Und natürlich auch für uns beide. Ja? Und für alle anderen, die hier mitgelaufen sind. Richtig. Richtig. Macht einfach sau viel Spaß. Wie gesagt, mir tut alles weh. Also ich möchte am liebsten aus dem Ding hier raus, was ich Körper nenne. Und den erst wieder anziehen, wenn alles safe ist. Ja, aber jetzt ist die Kamera aus und. Nee, ist an. Ach so, naja, egal. Ja, aber ist egal. 43 Jahre alt. Ich habe den 100er noch nicht in der Tasche. Aber in wenigen Stunden ist es soweit und ich glaube, dann ja, wird so ein Glücksgefühl geben. Freue ich mich drauf. Und ich finde es richtig stark, dass Marcel von Sport the World hier mich ja, begleitet oder dass wir das hier zusammen durchstehen, durchziehen. Respekt an der Stelle, Marcel. Danke. Bitte. Schlechte Laune muss er sich ja schon anhören. Richtig. Immer wenn die Ungefähr Kamera, 69 Kilometer lang. wenn die Kamera nicht läuft. Also, wir sehen euch später. Wir haben gerade eine kurze Pause gemacht Ja, von 10 Minuten viel zu viel. und jetzt wieder rinkommen. Oh, Alles richtig schön schwer. Schmerzen, Füße brennen. Feuer an den Füßen. Ja, jedenfalls haben wir jetzt noch mal 2 Kilometer bis zum Verpflegungspunkt. Dann machen wir nochmal Pause. Zum 4. Dann machen wir dann noch mal eine etwas gedehntere Pause. Und dann sind es laut Angabe noch 23. Ja, der Feno will dann seine Schuhe tauschen, weil Ja, geht nicht mehr. geht nicht mehr mit den Dingern. Ich werde meine nicht tauschen, sondern dann erst im Ziel, weil keine Blasen, die drücken nur. An 1, 2 Stellen brennt es ein bisschen mehr, aber damit komme ich durch, denke ich mal. Sag mal, Feno, wie fühlen wir uns denn jetzt? Ja, alles gut. Also ich bin aus den Schuhen raus. Wenn ich jetzt hier sitzen bleiben kann, ist alles safe. Ja, wir sind irgendwo bei Kilometer 80. Schild haben wir jetzt nicht gefunden. Und ja, jetzt geht es hier durch den Wald. Und ich werde mich jetzt nicht mehr melden. Erst wenn was passiert oder also was Dramatisches passiert. Oder wenn ich doch tatsächlich im Ziel ankommen werde. Also, bis dann. Ich habe jetzt mal den alten Mann und den anderen alten Mann da hinten jetzt mal abgeholt.
bei Kilometern 99, 98, 99, irgendwas so in dem Dreh. Die Stimmung ist hervorragend. Die haben richtig Bock. Feno auch. Top motiviert. Und ich sowieso. Also ich meine, das ist ja ein Klacks. Ne? Ich war ja schon um 2 zu Hause. Ich war ja schneller als die fertig. Also, nee, mir geht's wieder besser. Nur noch Kopfschmerzen. Jetzt auch wieder ein bisschen doller erkältet, aber sonst ist alles gut. Die Männer ziehen hier hervorragend durch. Haben es gleich geschafft. Und dann gibt es erstmal ein Bier, würde ich sagen. Seit Kilometer 10 will ich eigentlich nur noch, seit Kilometer 90 will ich eigentlich nur noch hinschmeißen. Mir so auf den Sack. Die ganze Scheiße hier. Jetzt krieg ich auch schon eine Blase. Kurze Bestandsaufnahme. Ich habe gehört, dir geht's auch nicht mehr so gut. Nee, ich habe wahrscheinlich eine kartoffelgroße Blase unter den Beinen im rechten Fuß. Oh. Seit mindestens 5-6 Kilometer. Schön. Richtig gut. Aber hast du ja gleich geschafft, wa? Denke ich auch, war. Also war gut, trotzdem, hat Spaß gemacht. Sehr schön. So loben wir uns doch. Meine ich doch. So, die letzten Meter sind wir jetzt mal live dabei. 90. 5 Minuten, 5 Minuten! Weißen! Melanie, komm jetzt! Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Los, komm jetzt. Warten nur auf uns, wir sind die Letzten. Wir sind auch ja. Ich hab's geschafft. Ein schönes Siegerfoto, Leute. Gleich. Noch hast du es nicht geschafft. Ja, gleich. So rein! Und so, ich will, dass du da reinläufst wie Rocky. Schattenbox wieder. Okay? Dann kommt Fahrradfahrer hinter euch übrigens. Nee, gar nicht. Ich gehe nicht mehr aus dem Weg. Geil. Schon 100 Meter. Guckt euch, guck mal schon. Nicht. Nee. Ja, guck mal, das ist gleich das Ja, Ziel. Leute. Noch nicht. Gleich ist es soweit. Hier links rum, rechts rum. Alles gut, wir fahren. Ganz stark, Vater, ganz stark. Danke, danke. Wahnsinn, großartig gemacht. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Und alles. Und alles. Dankeschön, mein Lieber. Ganz großes Kino. Jawohl, operiert, großartig. Ja, schön, dass Sie da waren. Nur für dich. Dankeschön. Erholt euch. Auf jeden Fall. Ganz stark, Feno. Ganz stark. Beim nächsten Mal bist du dann nachher. Ja, ich glaube, alle haben es verstanden. Beim nächsten Mal bist bin du ich dabei. So, jetzt erstmal ein Bier.